Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Natürlich kennen Sie das Sprichwort, irgendwann hört der Spaß mal auf. Nun, bei gewissen Dingen fängt der Spaß erst gar nicht an, möchte ich meinen. Ich werde Sie heute in diesem Video mit dem Thema Hundekampf konfrontieren, verspreche Ihnen aber, dabei nicht zu sehr auf Details einzugehen, stark auf der Bremse zu stehen, um auch den sensibelsten unter Ihnen die Möglichkeit zu geben, dieses Video gut verdauen zu können. Ja, das sage ich deswegen, weil ich von diesem Thema so viel Ahnung habe, um zu wissen, dass ich vielen von Ihnen damit grausames Kopfkino bescheren würde, das Sie für einige Zeit beschäftigen könnte. Ja, also, bis gleich. Nun, unsere Hunde sind unbestritten eine sehr kämpferische Spezies, wir wissen das. Ja? Von der Maus bis zum Elefanten spürte alles schon den Kiefer der Hunde. Das mit dem Elefanten glauben Sie nicht? Nun, dann sage ich Ihnen, dass Sie hierzu nicht genügend informiert sind. Im 19. Jahrhundert begaben sich Briten mit mehreren Bull-Terriern zur Elefantenjagdsafari nach Afrika. Der ihre Plan sah vor, einen der Kolosse von den Hunden binden zu lassen, um sicher zum Schuss zu kommen. Das Problem war, dass dieser Hundetypus für Scheinangriffe nicht geeignet ist. Der Bull-Terrier bevorzugt die tatsächliche Attacke. Ja. Die sprangen über die Beine des Elefanten hoch und bissen sich an dessen Ohren fest, worauf der Riese wütend trötend mit den Hunden, die an ihm festgetackert waren, wie Ohrringe abhaute. Über den Ausgang dieser ihren Aktion ist nichts bekannt, aber diese Geschichte ist belegt, liebe Zuseher. Man versuchte auch Löwen mit dem Vorfahren der modernen Bull-Terrier-Rassen zu jagen. Doch auch dazu eigneten sie sich nicht, weil sie dabei zu Tode kamen. Wieso? Nun, während Rhodesian Ridgebacks immer darauf bedacht waren, den krallenbewehrten Pranken und Zähnen der Löwen nicht zu nahe zu kommen, sie zu verwirren, durch Scheinangriffe an der Flucht zu hindern, das war die Taktik der Rhodesian Ridgebacks, gingen die Bull-Terrier voll in den Löwen rein und verbissen sich in ihn, ja, bis schlussendlich einer nach dem anderen von ihnen von dem Löwen getötet wurde. Klare Sache, alles andere ist im Fantasy-Bereich zu Hause. Kein Hund der Welt kann einen Löwen besiegen. Ja. Also ja, die britischen Fighting Dogs, die hätten auch versucht, einen Blauwal den Garaus zu machen. Also an fehlender Bereitschaft dazu hätte es diesen Hunden nicht gemangelt, das kann ich Ihnen garantieren. Ja. Die Geschichte der Menschheit, die ist durchzogen von Skrupellosigkeit und Grausamkeit. Es ist bekannt. Kein anderes Lebewesen auf diesem Planeten kann auch nur annähernd so kranke Pläne entwickeln, wie wir das können. Der Mensch neigt dazu, sich von Sensationslust antreiben zu lassen, und das führt bei einigen Charakteren dazu, die skrupellosesten und brutalsten Ideen hervorzubringen. Wenn man dann auch noch viel Geld, Macht oder Ehre ins Spiel hineinholt, ja, dann hat man alle Zutaten beisammen, um den Hundekampf thematisieren zu können. Ist leider so. Ja, Hundekampfveranstaltungen existieren belegt, schon seit der Antike. Als eines dieser Beispiele nehmen wir die alten Römer her. Die berühmten Vorfahren des Mastino Napolitano oder Cane Corso, das waren nicht nur eine Hundetype, also das war nicht nur ein Hund, der sogenannte Canis Pugnax, der Legionärshund. Das war ein Hundetyp, auf dessen Basis die römischen Hundemeister verschiedene Typen erschufen. Den leichteren, beweglicheren Kriegshund, ausgestattet mit hohem Jagdwach-
Und der Schutztrieb, einen Hund, der die Legionen auf ihren Märschen begleitete, Großwild jagte, die Lager bewachte und auch gegen feindliche Heere vorging. Auf der anderen Seite züchteten sie den Typus für die Arenen. Größer, schwerer, stärker. Ein Hund mit zu viel Gewicht für lange Märsche. Ein Hund, der zu unbeweglich war für die Jagd, aber geeigneter dafür, um in den Kolosseen für spektakuläre Kämpfe gegen Artgenossen, andere Tiere oder Gladiatoren zu sorgen. Ja, bis heute existieren Hundekampfveranstaltungen, das wissen wir. In den meisten Ländern sind die striktens verboten und in höchst illegaler Weise veranstaltet. In anderen Ländern sind sie offiziell verboten, aber von Regierungen als eine Art Kulturgut toleriert, ja, und nicht exekutiv verfolgt. Auch das wissen wir. Und dann gibt es Länder, wo Hundekampfveranstaltungen in einigen Regionen dort völlig legal sind. Auch wenn sie dort in stark abgeschwächter Form abgehalten werden. Ja. Wie ich zu diesem Thema stehe, habe ich schon einige Male durchklingen lassen. Ich hatte ja, wie einige von Ihnen auch wissen, ich habe da mal ein Video gebracht, in den 90er Jahren mit der professionellen Hundekampfszene Kontakt. Das war also basierend auf einem Missverständnis. Viele von Ihnen kennen diese Geschichte. Und ich mache bis heute kein Geheimnis daraus, dass ich diese Leute ausnahmslos alle aufs Tiefste verachte. Auch das wissen viele von Ihnen. In dieser Szene gibt es die Profis und dann existiert da so ein Mittelding und dann schleichen da auch noch diese Hinterhof-Dogfighter herum. Verbrecher sind sie alle, egal welcher Sparte die angehören. Ja. In dieser Profiszene, da geht es immer und einzig allein nur um Geld. Ja, und da geht es teilweise um horrende Geldsummen. Da gibt es eine Hunderasse, die gerne auch die $1 Million Breed genannt wird. Diese Hunderasse ist der Hundekampfszene zuzuordnen. Viele von Ihnen wissen, von welcher Hunderasse ich hier spreche. Ist so. Bei einigen Kulturen, die bis dato Hundekämpfe veranstalten, spielt das Ansehen oder die Ehre mehr Rolle als das Geld. Also es ist nicht immer nur eine Geldsache bei solch verfluchten Veranstaltungen. Manchmal kommt auch die Ehre zum Zug, speziell in östlichen Ländern, nordafrikanischen Ländern etc. Das ist nun mal so. Ja, während man in der Szene der Hinterhof-Hundekämpfer alles an Rassen gegeneinander antreten lässt, spezialisiert man sich bei den Profis, wenn man die so nennen kann, nur auf ganz bestimmte Hunderassen. Zum Thema Hinterhof-Hundekämpfer sei noch gesagt, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der erzählte mir davon, im Darknet Videos gesehen zu haben, wo sie bei diesen Hinterhof-Hundekampfveranstaltungen Neufundländer mit Dobermann, Dalmatiner mit Labrador, der deutsche Schäferhunde mit deutschen Boxern kämpfen ließen. Ob oder welche Reglements bei diesen kranken Veranstaltungen vorherrschen, weiß ich nicht. Ich war noch nie im Darknet und gehe da auch nicht rein. Es genügen mir die Verrücktheiten, welche ich außerhalb dieses Darknets sehe. Die genügen mir absolut, kann ich Ihnen versichern. Bei diesen sogenannten Profis allerdings herrscht striktes und strengstes Reglement vor, was die ganze Sache auch nicht besser macht. Klare Sache. Ich möchte Ihnen jetzt Hunderassen zeigen, welche einzig und allein nur deshalb existieren, weil der vom Menschen veranstaltete Hundekampf existiert. Ja. Diese Hunde wären nicht da, würde es Hundekampfveranstaltungen nicht geben. Danach Rassen, die zwar für andere Aufgaben erschaffen wurden, aufgrund diverser Eigenschaften aber von der Hundekampfszene gerne eingesetzt wurden oder werden. Hierbei betrachten wir das diesbezügliche Herangehen dieser Hinterhof-Hundekämpfer nicht, denn die missbrauchen alles, was sie in die Finger bekommen und seien es auch Hunde, die vor Geschäften angebunden von ihnen gestohlen und verschleppt werden. Ja. Selbstverständlich müsste ich jetzt viele moderne Molosser-Rassen zeigen, deren Ahnen häufig für
Tierkampf, Hundekampfveranstaltungen missbraucht wurden. Die Bordeaux-Dogge wäre hier ein gutes Beispiel dafür. Ich möchte allerdings nicht zu weit in der Zeit zurückgehen und mich hierbei auf Hunde festlegen, die vom späten 17. Jahrhundert bis zum heutigen Tag durch die Hölle der Hundekämpfe gehen mussten oder müssen und welche bis dato noch existieren. Einige dieser Kampfhundetypen, die existieren ja nicht mehr, wie der Cordoba Fighting Dog zum Beispiel, die Cordoba-Dogge, der direkte Vorfahre des Dogo Argentinos. Die Pionierrasse der Hunde, welche nur zum Zweck erschaffen wurden, um gegen Artgenossen oder andere Tiere zu kämpfen, war in der jüngeren Zeit der English Bulldog. Das ist so. Ja? Oben in der heutigen Form, unterhalb, zu Zeiten, in welcher dieser Hund noch durchs Feuer ging. Der English Bulldog, ein Abkömmling von alten Kriegshunden, von Molossoiden, Wach- und Schutzhunden, Jagdhunden, wurde zu diesem Hund geformt, um den perfekten Gegner des Bullen darzustellen. Daher der Name Bulldog. Sie kennen die Geschichte des Bullbaitings, ganz beliebt im 17., 18., 19. Jahrhundert auf den britischen Inseln, wo die Hunde auf Wettbasis auf Bullen losgelassen wurden, diese bei der Nase packten und der Hund, der das am längsten schaffte, war der Gewinner. Da ging es um viel Geld. Viele Leute oder Besitzer dieser Bulldoggen lebten von ihren Hunden. Doch auch für den Hundekampf kam der Bulldog zum Einsatz. Der Bulldog allerdings, so zäh, so stark, so mutig er war, lieferte den Menschen damals zu unspektakuläre Kämpfe, denn sie neigten dazu, sich ineinander zu verbeißen und dann nicht mehr viel zu tun. Ja. Das soll alles nicht verharmlost werden von mir, das ist alles grausam genug. Doch die Leute wollten mehr. Die wollten spektakuläre Kämpfe sehen, feurige Kämpfe sehen, wo sich etwas abspielt. Also begannen sie damit, diese English Bulldogs mit Terriern zu kreuzen. Wir wissen, die Terrier haben Feuer, die haben Temperament, auch die strotzen häufig vor Kampfeslust und die haben einen sehr abwechslungsreichen Kampfstil. Ja, daraus entstanden die Bullen Terrier. Und das sind genau diese Hunde, mit denen man auch zur Safari aufbrach. Also Bullen Terrier, eine Kreuzung aus Bulldogs und Terriern. Und genau aus diesen Bullen Terriern gingen einige der heute bekanntesten Kampfhunderassen hervor. Kurz, bevor ich hier weiter fortfahre mit den Kampfhunderassen, möchte ich diesen Begriff nochmal erklären oder meinerseits verteidigen. Ist vielleicht besser gesagt, wenn die Möglichkeit besteht, dass jetzt der eine oder andere da draußen sagt, es gibt keine Kampfhunderassen. Das sind sie im Irrtum. Sehr wohl gibt es Kampfhunderassen, was aber nicht auch gleich immer bedeutet, dass, wenn sie im Besitz einer Kampfhunderasse sind, dass ihr Hund auch ein Kampfhund ist. Das ist ein großer Unterschied. Schauen Sie, ohne das Ganze zu sehr auszuschmücken, ich versuche das Ganze so einfach wie möglich zu erklären. Wenn Sie im Besitz eines kaukasischen Ovtchakas sind, mit dem Hund aber in urbanem Gebiet leben, der Hund noch nie in seinem Leben eine Nutztierherde gesehen hat, also kein Herdenschutzhund ist, zählt er trotzdem zu den Herdenschutzhunderassen. Ja, verstehen Sie jetzt, was ich meine? Und genauso zählt ein Bull Terrier oder ein American Staffordshire Terrier etc. zu den Kampfhunderassen. Was noch lange nicht bedeutet, dass Ihr Amstaff oder Ihr Pit ein Kampfhund ist. Ja, so viel dazu. Ja, also wie gesagt, aus diesen Bullen Terriern gingen einige der bekanntesten, immer noch existenten Kampfhunderassen hervor. Hunde, die einzig und allein für einen Zweck erschaffen wurden, und das war eben der Kampf gegen andere Tiere oder gegen Artgenossen. Wie schon, der Name ist schon vorher gefallen, einer dieser Rassen, die aus dem Bullen Terrier hervorgegangen sind, der American Pitbull Terrier
Ich besaß selbst 14 Jahre lang einen, den Attila. Für mich der leistungsfähigste Hund der Welt. Ich sah diesen Hund Dinge vollbringen, die sämtlicher Physik trotzen. Also der hebelt die Physik aus. Ich weiß, das können häufig teilweise auch Malinois sehr gut, doch der American Pitbull Terrier übertrifft ihn hierbei noch um einiges. Also für mich gibt es keinen leistungsfähigeren Hund auf der ganzen Welt als den American Pitbull Terrier. Ein Hund, der eine Klasse für sich darstellt. Leider auch in dieser verfluchten Szene der Hundekämpfe, denn das ist so ziemlich, möchte ich mal sagen, die Nummer 1 der Hunderassen, welche in professionellen Hundekampfszenen zum Einsatz kommen. Aus bestimmten Gründen. Ja, da spielt die Gameness mit, da spielt vieles mit. Leistungsfähigkeit, die Einstellung des Hundes, die Zähigkeit. Ich möchte hier nicht zu viel ins Detail gehen. Ich könnte Ihnen hier Geschichten erzählen, die Ihnen sicherlich im Traum nachlaufen würden. Also, der American Pitbull Terrier ist eine dieser Rassen, die aus dem Bullen Terrier hervorgegangen ist und nur für diesen Zweck erschaffen wurde. Eine weitere wäre der American Staffordshire Terrier, der bis noch vor etwa, nageln Sie mich nicht fest, vor 100 Jahren dieselbe Hunderasse darstellte wie der American Pitbull Terrier das tat. Doch die beiden trennten sich dann voneinander, spalteten sich in 2 Lager. United Kennel Club, American Kennel Club. Der United Kennel Club, der weiterhin eher auf Leistung züchtete. American Pitbull Terrier, der American Kennel Club, der AKC, der mehr auf Anatomie, auf Optik züchtete. Das Wesen weniger stark forcierte in Richtung Gameness, Tauglichkeit für die Hundekampfszene etc., wie der UKC das tat. Und so trennten sich American Pitbull Terrier und American Staffordshire Terrier, die zuvor noch ein und derselbe Hundetyp waren, langsam immer mehr und mehr voneinander, möchte ich mal sagen. Ja, doch auch der American Staffordshire Terrier, eine Hunderasse, welche eigentlich nur deswegen da ist, weil es Tierkampfveranstaltungen gibt. Der nächste wäre der Staffordshire Bull Terrier, sehr nah verwandt mit Amstaff und American Pitbull Terrier, alle aus demselben Hundetyp hervorgegangen. Bullen Terrier, der Staffordshire Bull Terrier, eher die kleinere Abteilung. Auch dieser Hund wurde lange Zeit mit Vorliebe für den Hundekampf herangezogen. Auch einige Mixe oder neue Typen, die aus dem Staffordshire Bull Terrier herausselektiert wurden, wie zum Beispiel der Irish Staff etc. Das sind etwas leistungsfähigere Typen des Staffordshire Bull Terriers und so weiter. Doch der Staffordshire Bull Terrier ebenfalls ein Hund, der nur aufgrund der Hundekampfveranstaltungen existiert. Dann haben wir den Standard Bull Terrier, meinen so geliebten Eierkopf. Meine Eltern hatten einen weißen mit schwarzem Monokel, den Baco, ein zauberhafter Hund, ein Kraftpaket mit 36 Kilo auf nicht mal 50 Zentimeter Schulterhöhe, steinhart, aber ein Wesen wie ein Schmetterling. Auch der Standard Bull Terrier, ein direkter Nachkömmling der Bullen Terrier und eigentlich nur deswegen da, weil es Hundekampfveranstaltungen gibt. Und dann ein Hund, mit dem Sie vielleicht am wenigsten gerechnet haben und wo ich mir aber sicher bin, dass eingeschworene Fans dieser Hunderasse das wissen. Und zwar wäre das der Boston Terrier. Auch der existiert nur, weil man damals ganz von Art war in die Hundekampfveranstaltungen. Der Boston Terrier entspringt Verpaarungen der alten englischen Bulldoggen mit dem schon ausgestorbenen White English Terrier. Und auch dieser Hund wurde nur deswegen erschaffen, um ihn bei Hundekämpfen einzusetzen. Doch erlangt er niemals diese Popularität wie die Bull Terrier-Rassen das taten, also die zuvor genannten. Und mutierte auch sehr schnell zum zum Begleithund, ja, während die anderen Bull Terrier hier häufig außerhalb der Hundekampfszene auch als Großwildjäger, als Packer zum Einsatz kamen. Ja, also das waren britische und US-amerikanische Hunde, die nur deswegen existieren, weil es diese verfluchte Hundekampfszene gibt. Doch auch die Japaner erschufen einen Hund, dessen Aufgabe von Beginn an nur diejenige war, bei Hundekämpfen zu triumphieren. Und ich hatte solch einen Hund, und zwar ist das der Tosa Ino.
Dieser Hund wurde von den Japanern erschaffen als Antwort auf die britischen Fighting Dogs, auf die Bullen Terrier, diese Hunde, die sich da gerne mal auf Elefantenohr anhängten oder mit dem Löwen in Zweikampf gingen. Und da gibt es eine Geschichte, frühes 19. Jahrhundert, wo man weltweit davon überzeugt war, die Briten hätten die besten Kampfhunde, legten die Japaner Protest ein, denn auch die hatten ihrer Meinung nach die besten Kampfhunde, und zwar in Form des japanischen Akitas. Doch zudem etwas später. Die forderten die britischen Dogfighter damals heraus, welche nicht lange auf Antwort warten ließ und diese Herausforderung annahmen. Die kamen mit einer Partie Bullen Terrier Hunde nach Japan und schickten ihre Hunde dort gegen die japanischen Hunde ins Rennen. Bei diesen Kämpfen gingen die japanischen Hunde sang- und klanglos unter, wurden von den britischen Hunden weggefegt. Ja, die Briten reisten wieder ab. Sie wissen, wie das bei den Japanern ist mit Stolz und Ehre. Das ließen die nicht auf sich sitzen und die begannen damit, an einem Hund zu basteln, der den britischen Hunden Paroli bieten kann. Genauso entstand der Tosa aus verschiedensten Hunderassen. Ich lade Sie gerne dazu ein, das Video über den Tosa Ino auf meinem Kanal zu besuchen, da erkläre ich das etwas detaillierter. Der Tosa bot den britischen Hunden danach Paroli, und das nicht zu wenig, denn die wurden ein zweites Mal eingeladen für Vergleichskämpfe und nahmen auch diese Einladung an. Doch dieses Mal sah die Sache etwas anders aus. Auch hier triumphierten britische Hunde, doch es triumphierten auch japanische Hunde. Der Tosa Ino zählt zu den Hunden, die heute offiziell und völlig legal in gewissen Regionen Japans für Hundekämpfe eingesetzt werden. Doch sind die in abgeschwächter Form veranstaltet. Also hier achtet man darauf, dass sich die Hunde nicht verletzen. Diese Hundekämpfe finden eher in Form von Ringkämpfen statt. Also da werden die Tosas in gewissen Ausbildungszentren von klein auf darauf trainiert, ihren Kontrahenten nicht zu beißen. Sobald ein Hund knurrt, sobald ein Hund winselt, Angst zeigt oder sonst irgendwas tut, wird der Kampf beendet, wird der Hund aus dem Kampf genommen, sobald ein Hund verletzt ist. Sowieso, ich sah schon Videos von solchen Veranstaltungen. Es ist tatsächlich so, dass sich die Hunde nicht beißen, die ringen miteinander. Ich weiß bis heute nicht, wie die Japaner die Tosa Inos in diese Richtung trainieren. Ich sah aber ein Video eines japanischen Kampf-Tosa Inos Besitzers, der auch einen Dogo Argentino besaß, der den Dogo Argentino auf genau dieselbe und Weise trainiert hatte wie den Tosa, und lasst die beiden Hunde zum Sparring antreten, beißen sich nicht. Die geben sich zwar einen hitzigen Kampf, also es sieht aus wie ein ernster Kampf zweier Rüden, doch da wird der Kiefer nicht eingesetzt. Weder der Dogo Argentino noch der Tosa Ino beißen. Ich weiß nicht, wie die das zusammenbringen, auf welche Art Trainingsmethode die Japaner das setzen. Ich weiß es nicht. Ich kann mir das in etwa vorstellen. Dennoch, ob sich die Hunde da verletzen oder nicht, es ist Tierquälerei. Also es werden zwei Rüden, also die Tosa, bei den Tosa Ino Veranstaltungen kommen immer nur die Rüden zum Zug. Die Hündinnen sind nur fürs Vermehren da. Ja, und obwohl sich die nicht verletzen, werden da zwei Hunde aufeinander losgelassen, die miteinander kämpfen. Ja, schauen Sie, was soll ich Ihnen dazu sagen? Selbstverständlich ist es Tierquälerei. Es herrscht allerdings beim Tosa Ino auch der Irrglaube vor, dass dieser Hund generell seinen Kiefer nicht einsetzt bei Auseinandersetzungen mit anderen Hunden, und das ist ein Irrtum, liebe Zuseher. Das ist ein Irrtum. Diese Eigenschaft zeigen nur Tosa Inos, wenn sie von klein auf darauf trainiert werden. Garantiere ich Ihnen. Ich weiß, dass ich besaß selbst einen Tosa Ino, auch Shiro setze seinen Kiefer ein beim Spiel mit anderen Hunden. Ich weiß von einem Tosa-Rüden, der die Nachbarshunde derartig schwer bedient hat, dass sie beide notoperiert werden mussten. Und ich weiß von einem Tosa Ino, der in den späten 90ern am Balkan die Hundekampfszene dominierte und alles, was mit Herdenschutz-Hunderassen zu tun hatte, vernichtete. Ja, ich weiß von diesem Hund, ja, leider. Ja. So viel zum Thema Tosa Ino setzen
ihre Kiefer nicht ein. Das ist nicht richtig. Ja, es sind eigentlich nicht mehr als diese 7 Rassen, die heute noch existieren und welche nur für den Zweck von Tierkämpfen erschaffen wurden. Es sind nicht mehr als 7. Die folgenden Hunde kamen oder kommen bei solch verfluchten Veranstaltungen ebenfalls zum Einsatz, wurden aber für völlig andere Aufgaben erschaffen. Wir bleiben gleich in Japan und ich präsentiere Ihnen den japanischen Akita. Der Hund, der vor dem Tosa Ino die Szene in Japan dominierte, dem die Japaner als Kampfhund so stolz waren, der gegen die britischen Fighting Dogs sang- und klanglos untergegangen ist. Der japanische Akita ursprünglich als Jagd-, Wach- und Schutzhund erschaffen, wurde mit Vorliebe in Japan auch als Kampfhund eingesetzt. In China war es der Shar Pei, der ebenfalls ursprünglich als Jagd-, Wach- und Schutzhund zum Einsatz kam, sich aber auch in der Hundekampfszene durchsetzte. Oft kann man lesen, das stachelige Fell des Shar Peis ist besonders unangenehm im Kiefer seines Kontrahenten. Ich glaube eher, dass sich das im Bereich der Märchen bewegt. Einem entschlossenen Fighting Dog wird es völlig egal sein, ob der Hund borstiges Fell hat, kurzes Fell hat, langes Fell hat oder ob es gar ein Nackthund ist. Ja, der Shar Pei war das, der ebenfalls als Kampfhund eingesetzt wurde. Wir bleiben in Asien und gehen nach Britisch-Indien, bevor sich dieses Land 1947 in Indien und Pakistan aufteilte. Der Bully Kuta, eine recht alte Hunderasse. Ich meine, gut, hier unterscheiden sich die Meinungen entweder um einiges, wenn es um das Alter dieser Hunderasse geht. Ja, man sagt im Nachhinein, es ist eine sehr alte Hunderasse, auf welche schon Alexander der Große gestoßen war bei seinem Indienfeldzug. Ja. Dieser Hund war ebenfalls ursprünglich ein Wach-, Schutz- und Kriegshund, wurde da im damaligen Britisch-Indien aber sehr gerne auch als Kampfhund eingesetzt. Bully Kutas können monströse Ausmaße annehmen, also das sind wahnsinnig beeindruckende Hunde. Ja. Der Bull Terrier, dem Bull Terrier, dem englischen Bull Terrier sehr ähnlich, ursprünglich erschaffen für die Jagd und als Wach- und Schutzhund. Hervorgehend aus dem englischen Bull Terrier, der von den britischen Besatzern mehr oder weniger ins Land gebracht wurde und dann mit indischen einheimischen Hunden gepaart wurde, so entstand der Bull Terrier, der sich ebenfalls für den Hundekampf sehr gut eignete und auch sehr gerne für den Hundekampf von den Indern eingesetzt wurde. Und der Gul Dong, ein Mix aus Bull Terrier und Bully Kuta, ein Mittelding zwischen dem riesigen Bully Kuta und dem Bull Terrier ähnlichen Gul Terrier, ebenfalls Jagd-, Wach- und Schutzhund, Jagdhund, Großwildjäger, wie auch der Gul Terrier einer war. Doch auch der Gul Dong kam bei Hundekämpfen mit Vorliebe zum Einsatz. Wir nähern uns wieder Europa. Jetzt sind die Großen am Zug. Der Alabai, zentralasiatischer Ovtchaka. Diese Hunde werden gerne auch Wolkodavs genannt in gewissen Szenen. Es gibt Hundekampfszenen, die einen gewissen Kampf Alabai-Typus forcieren. Ein Hund, der meistens etwas leichter ist als der typische Alabai. Aber im Großen und Ganzen ist das ein für die Hundekampfszene perfektionierter zentralasiatischer Ovtchaka. Also dieser Hund, eigentlich ein Herdenschutzhund, eine Herdenschutzhunderasse. Ist ja nicht jeder Alabai ein Herdenschutzhund. Ich hatte mal einen Schriftverkehr mit Hirten, die meinten, es ist ein Fehler, wenn ich bei Hirtenhunden von Herdenschutzhunderassen spreche. Ich bin der Meinung, es ist ein Fehler, wenn ich sage, jeder Kaukase ist ein Herdenschutzhund. Das ist ein Fehler. Aber es ist kein Fehler, wenn ich sage, jeder Kaukase ist ein Herdenschutz oder zählt als Herdenschutzhunderasse. Ja, das ist kein Fehler. Ja, also, der Alabai normalerweise eine Herdenschutzhunderasse, der sich aus verschiedensten Gründen aber auch sehr gut für diverse Hundekampfveranstaltungen eignet. Also dann der kaukasische Ovtchaka, ebenfalls eine Herdenschutzhunderasse, die gerne bei Hundekampfveranstaltungen zum Einsatz kommt. Speziell
im östlichen Europa, in Asien etc. Und natürlich der Kangal. Auch der kommt hierbei zum Zug. Diese 3 von mir genannten Herdenschutzhunderassen waren auch sehr beliebt bei Hundekampfveranstaltungen am Balkan. Ich weiß das. Ich weiß das aus erster Hand. Ich weiß, dass das so war. Und wie zuvor erwähnt, ich weiß von einem Toser, der da unten alles an Herdenschutzhunderassen wegfegte. Alles dominierte, dem wich lange Zeit jeder Dogfighter mit einem Herdenschutzhund aus. Die schreckliche Geschichte hat absolut nichts Beeindruckendes für mich, aber das sind eben nun mal Fakten, die ich Ihnen hier präsentieren möchte. Diese 3 Herdenschutzhunderassen sollen aber auch stellvertretend hier sein für noch einige andere Herdenschutzhunderassen, die ebenfalls als Kampfhunde zum Einsatz kommen. Zurück nach Europa, und zwar auf die Kanaren und die Balearen. Hier haben wir den Presa Canario, der ein Abkömmling der alten Kriegshunde der spanischen, portugiesischen Konquistadoren ist. Eigentlich ein Treibhund fürs Nutztier, Großwildjagdhund, Wach- und Schutzhund, der aber mit Vorliebe auch als Kampfhund eingesetzt wurde und teilweise auch noch wird. Wahnsinnig starke Hunde. Mallorca. Der spanische Stierhund. Der Cardebu. Wunderschöner Hund, der sich zu Zeiten der britischen Besatzung entwickelte und nicht nur einen Wach- und Schutzhund und einen Jagdhund darstellte, sondern auch einen sehr beliebten Kampfhund als Rasse, als Hundetypus lieferte. Doch diese Zeiten sind, soweit mir bekannt, schon länger vorbei. Ich weiß von keinem Cardebu, von keinem Mallorca Bulldog, der in der Hundekampfszene in letzter Zeit zum Einsatz kam. Ja. Und schlussendlich landen wir wieder auf den britischen Inseln, welche für lange Zeit die Hochburg der Tierkampfveranstaltungen darstellten. Sie werden jetzt Augen machen, wenn ich Ihnen sage, dass der harmlos aussehende Bedlington Terrier mit Vorliebe bei Hundekämpfen eingesetzt wurde. Ist so. Ja. Also der Hund sieht aus wie ein Schaf irgendwie. Ja. Würde man ihm nicht auf diese Art und Weise scheren, doch mit dieser klassischen Bedlington Terrier Schuhe hat er doch eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Schaf, doch er hat nicht das Wesen eines Schafs. Bedlington Terriers wurden sehr gerne als Kampfhunde eingesetzt, weil sie mit ziemlich viel Feuer in die Sache reingingen. Der nächste britische Jagdhund, der in der Pit kämpfte wie ein Teufel, ist der Kerry Blue Terrier. Ähnliche Geschichte wie beim Bedlington Terrier. Auch dieser Hund zeigte wahnsinnig Feuer in der Pit, Durchhaltevermögen, Zähigkeit, häufig überdurchschnittlich hohe Gameness bis zur Dead-Gameness, also die Hunde waren nicht abgeneigt, bis zum Tode zu kämpfen. Eine Sache, die gesucht wird in der Hundekampfszene. Solche Hunde werden gesucht. Deswegen eignet sich auch nicht jeder Hundetypus für diese verfluchte, verbrecherische Szene. Der Kerry Blue Terrier war einer dieser Hunde, der gerne für Hundekämpfe herangezogen wurde. Und einige Besitzer von Patterdale Terriern sind sich sicher nicht darüber im Klaren, dass ihre Rasse gegeneinander angetreten ebenfalls als Leckerbissen in der Dogfighter-Szene galt und eventuell immer noch gilt. Auch das weiß ich aus erster Hand, dass der Patterdale Terrier in gewissen Szenen dieser Leute als Leckerbissen, gegeneinander angetreten als Leckerbissen gilt. Das sind Teufel. Ja. Auch die gehen ewig, diese Hunde, egal wie schwer bedient die sind. Ja, das war's. So sieht's aus. Ja. Schwieriges Thema, ich weiß, aber ein Thema, das existent ist, und auf Dog Special spreche ich oft mal aus, was viele nicht hören wollen. Aber die Welt ist nun mal eben nicht rosarot. Besteht nicht nur aus Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es gibt auch viele Grausamkeiten. Und hier macht auch die Kynologie keinen Halt davor. So ist's nun mal. Ja. Ihnen wird aufgefallen sein, dass ich hier nicht einmal den Namen Rottweiler erwähnt habe. Ja. Werden sich einige denken, warum das so ist, denn dieser Hund wird in den Medien so häufig mit dem Beinamen Kampfhund geschmückt. Ja, ich weiß, Sie haben recht, wird er. Ja, nur der herrliche Rottweiler war für diese Szene nie interessant. Aus verschiedensten Gründen war er das nicht. Darauf möchte ich nicht näher eingehen. Ja. Und jetzt stellen Sie sich mal vor,
Sie präsentieren einem dieser Medienheinis das Bild eines Rottweilers und das Bild eines Bedlington Terriers und fragen ihn, lieber Herr Heini, sagen Sie mir, welcher dieser beiden Rassen wurde mit Vorliebe für den Hundekampf eingesetzt? Ja? Mit welcher Antwort Sie zu rechnen haben, muss ich Ihnen höchstwahrscheinlich nicht sagen. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.